Also ich bin der Dominik, ich komme aus Nürnberg, oder ich wohne in Nürnberg seit 10 Jahren, komme ursprünglich also im Kaff in der Oberpfalz. Und ja, ich bin so seit, ja, so nach dem Studium bin ich hier so, oder zum Studium bin ich hier nach Nürnberg gekommen und habe dann irgendwie vor so circa 5 Jahren oder so angefangen hier Shows zu machen. Gute 5 Jahre sind es jetzt und so. Was ich sonst noch mache ist halt, ich habe halt so ein Faible für Scenes und ja, und ich mache halt selber ab und an alle 1000 Jahre, alle 2, 3 Jahre schaffe ich es immer dann mal so ein Scene rauszubringen. Also was ich an Hardcore mag, ähm, also klar zum einen, also die Musik ist das eine, ähm, also ich find halt eigentlich an Hardcore, musikalisch finde ich cool, dass eigentlich jeder, so ähnlich wie bei Punk halt genauso, dass du eigentlich mit extrem, ich sag mal, begrenzten künstlerischen Ausdruck ähm, ja, irgendwo trotzdem Musik machen kannst, die für dich wichtig ist oder für dich relevant ist und dann meistens auch für andere irgendwo noch relevant ist. Und das ist das eine, was ich cool finde, weil du halt eigentlich, du kannst halt irgendwie allen deinen Frust oder Sachen, die du doof findest, einfach ein Ventil geben und in der Musik da irgendwie alles rauskotzen und irgendwie ist dann trotzdem, fühlt sich trotzdem gut an dabei. Ja, das ist das eine. Und was mir ansonsten noch bei Hardcore halt gefällt, ist eigentlich diese, ja, diese ganze Netzwerkgeschichte. Dass du halt sagst, wenn du mal irgendwie aktiv wirst, ist es eigentlich so, dass du einfach eine, du hast immer Leute, du kennst jemanden, der wieder jemanden kennt, der wieder jemanden kennt. Das heißt, du kannst über so eine Kette, über so eine Verbindung zwischen den Leuten, wenn jemand sagt, hey, ja, der so und so in, was weiß ich, in Hamburg ist ein cooler Typ, frag doch den mal. Und dann gehe ich zu dem hin und sage, hey, du, dein Kumpel in, was weiß ich, Oberhausen oder in Düsseldorf hat gesagt, ja, du bist cooler Typ, machst das und das. Und der hat gemeint, soll dich mal fragen, deswegen, ob du, was weiß ich, für irgendeine Band was machen kannst, ob du da irgendwie, ob du mir irgendwas, ähm, irgendwie sonst irgendwas machen kannst, dann, keine Ahnung, dann funktioniert das halt meistens. Oder funktioniert das eigentlich fast immer. Und genauso geht es halt über ganz Europa oder über die komplette Welt. Und das finde ich halt irgendwie, das ist schon ein cooles Ding. Es ist doch so, dass eigentlich selbst in der Hardcore-Szene halt so viele polarisierende Meinungen sind. Und das ist irgendwie schon irgendwas, wo man sagt, das finde ich irgendwie ganz cool irgendwo. Dass es halt, ja, in irgendeiner Form im Idealfall eine Message gibt. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Ob das jetzt, was weiß ich, dass halt klare Statements gegen Nazis sind oder keine Ahnung, dass halt jemand sagt, okay, mir ist es halt, ähm, diese und jene Sachen sind mir wichtig und das kommuniziere ich ja, das erkläre ich den Leuten, warum es mir wichtig ist und das. Und das ist halt eigentlich schon sowas, wo man sagt, ist vielleicht nicht ganz einzigartig, klar, aber es ist doch was Charakteristisches dafür. Und deswegen finde ich das nach wie vor, finde ich es gut. Mit Hardcore bin ich irgendwie halt so Ende der 90er halt in Verbindung oder ja, in Berührung kommen, so muss man sagen. Und ich bin dann halt eigentlich so mit, ja, da war ich so 17 oder was und da war ich da, das war so der erste, ich glaube irgendwie, das war so eine kleine Show, mit Shai Hulud und so, irgendwo in Burg Lengenfeld im Jutz. Und keine Ahnung, es war halt irgendwie in dem Moment halt eigentlich es war halt irgendwie total crazy, weil es sollte halt um halb um 9 losgehen oder so und natürlich ist es, oder zu dem Zeitpunkt haben halt Shows immer irgendwie viel später angefangen, als irgendwo auf einem irgendein Flyer drauf stand. Und dann hat halt die Show irgendwie am Sonntagabend bis um halb zwei gedauert und es war halt irgendwie so, aber trotzdem so gut, dass ich mir gedacht habe, wow, das ist voll super und irgendwie bin ich dann irgendwie so im Laufe der Zeit halt, bin ich da halt regelmäßig dann irgendwie auf Shows gefahren und da durch die Gegend gefahren und war dann mit Leuten befreundet, mit denen ich dann halt irgendwo hinfahren konnte, die selber wieder eine Band hatten. Und so bin ich da überhaupt so ein bisschen halt reingewachsen, habe andere Leute kennengelernt. Und ja, und zu der Zeit wenn du dann andere Leute kennenlernst, dann ist dann so, merkst du halt dann so, okay, kann man dies oder jenes machen und man kann da selber aktiv werden, das ist eigentlich so ein Ding. Und ja, und dann kommt man irgendwann an den Punkt so, oder bin ich irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, so ja, hey, ich hätte irgendwie Bock mal selber was zu machen und so. Und dann das mit Shows machen hat angefangen halt als Today the Scene, das waren 5 Leute so. Das ist im Laufe der Zeit ein bisschen weniger geworden, weil halt irgendwie durch Umzüge und so weiter und ein bisschen Interessensverlagerung bei dem einen oder anderen. Ähm,
hat sich das einfach so auf 2, 3 Leute halt reduziert. Keine Ahnung, und dann ist halt so mit, also das, was Tomorrow the World letztlich gemacht hatten, so bei uns in Nürnberg, und halt die Punker Kids, die halt irgendwie, oder Leute, die schon ganz lange Shows machen, wie Patrick Barclay und so weiter. Es ist halt trotzdem so relativ lose, also das heißt, du hast halt, jeder macht so sein Ding, aber es ist trotzdem, finde ich, schon so, dass man sagt, man hat halt so seine Berührungspunkte, und ich weiß nicht, ich finde, es könnte natürlich mehr sein, aber das ist halt, denke ich, sowas, was man von allen Seiten halt irgendwie machen, wo man halt von allen Seiten dran arbeiten könnte. Aber ich sag mal so, du hast halt dann irgendwie im Laufe der Zeit hat sich jetzt bei mir so wieder so rauskristallisiert, so ähm, das Ding, was jetzt so im Moment als Power and Equality läuft. Ähm, Das ist eigentlich so aktuell, da sind wir dann im Moment zu dritt. Das ist also Fabian, Shadow und ich, die da eigentlich was machen. Der Flo ist nur so ein bisschen im Background mit dabei. Und ja, genau. Aber wie gesagt, das ist halt immer so, ich sehe das eigentlich immer so, dass man sagt, man muss halt eigentlich, also wenn jemand ankommt und sagt, hey, ich hätte eine Show am Start, kannst du mithelfen oder so, dann ist es eigentlich auch immer so, dass man sagt, ja, das geht jetzt über irgendwelche Gruppengrenzen hinaus. Aber im Zweifelsfall macht man erstmal halt sein Ding, und dann, aber es ist, keine Ahnung, wenn man sagt, hey, irgendwie brauche ich da mehr Hilfe oder so, dann quatscht man halt drüber und dann hilft man sich da gegenseitig. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also super cool. War definitiv, waren die beiden The First Step Shows, die wir gemacht haben, einmal 2007 und einmal 2008. Das waren immer mega gut besucht, und es war von der Stimmung her irgendwie ziemlich cool. Irgendwie, aber das war, also man hat ja irgendwie gemerkt, die Leute kamen halt von überall her. Also so wirklich so im Umkreis von 5, 6 Stunden sind die Leute da was hergefahren. Das war irgendwie so vom ganzen, es war so, selbst Leute, die halt schon länger Hardcore hören hatten, da kam man irgendwie an und waren irgendwie voll so super motiviert. Und das fand ich halt voll gut, irgendwie so von der Stimmung her. Einfach so, allein die Vorfreude bei den Leuten zu spüren, die ankommen und so, ey, cooles Scheiß. Und ja, und was ich so auch noch immer gut fand, waren eigentlich, also wir haben dreimal Black Friday gemacht, so in den letzten 3, 4 Jahren oder so. Das waren eigentlich auch immer ziemlich gut besuchte Shows, auch von der Stimmung her cool. Ja, und das hat mir immer mega Spaß gemacht. Dadurch, dass ich ja immer lang brauche, bis eine neue Ausgabe fertig ist, sieht es eigentlich immer so aus, ich mache mir am Anfang mal Notizen, wen ich eigentlich interviewen will. Dann schiebe ich das ewig vor mir her. Dann kündige ich es 3 bis 4 Mal an, dass es rauskommt, verschiebt dann den Veröffentlichungstermin um ein Jahr, ein halbes Jahr oder sonst irgendwas. Und dann, und dann schlussendlich so richtig entstehen tut es halt dann 3, 4 Monate bevor also wenn es dann rauskommt, ist es eigentlich im Großen und Ganzen im Lauf von 3, 4 Monaten eigentlich vorher entstanden. Das heißt also, zu dem Zeitpunkt, wo ich tatsächlich anfange am Heat zu arbeiten, äh, ist es eigentlich so, dass ich die Hälfte von der Liste sowieso wieder streiche, weil mich die Bands nicht mehr interessieren, oder weil ich sage, okay, das ist nicht mehr relevant, oder die Bands haben sich aufgelöst oder sonst irgendwas. Und ja, aber dann ist es eigentlich so, dann, keine Ahnung. Also mittlerweile mache ich es eigentlich so, ich interview nur, oder will eigentlich fast nur Leute interviewen, wo ich entweder sage, okay, ich habe so ein bisschen, entweder ich kenne die schon, ähm, weil ich finde, wenn man jemanden kennt, kann man eigentlich immer bessere, oder ist so der Gesprächsfluss auch besser, oder das, was man per E-Mail schreibt, oder man hat so ein bisschen mehr Background, kann man so ein bisschen gezielter fragen, und oder eben so Sachen, wo ich sage, okay, da hat man sich im Vorfeld so ein bisschen hingetastet und sagt, okay, das und das und das interessiert mich eh, das habe ich noch nirgends gelesen, also einfach mal anfangen und so. Aber das ist so das. Reviews sind zum Beispiel sowas, was ich total. Es ist eine Kunst, gute Reviews zu schreiben, und ich beherrsche die Kunst überhaupt nicht. Das interessiert mich ja nicht. Also irgendwie so bin ich so zum Review-Schreiben nicht geeignet, weil. Also ich denke, schlechte Reviews könnte ich gut schreiben, aber für so Platten, wo ich sage, boah, das ist zwar okay, aber das ist jetzt nichts Besonderes oder so, da Reviews dafür zu schreiben, finde ich mega anstrengend. Da bin ich irgendwie zu faul dazu. Und ja, also so ungefähr, so ganz banal gesagt, funktioniert ein Scene machen für mich so. Max Mitchell aus Sheffield, super Typ. Wenn der einen Scene macht, dann weiß man, dass was richtig Geiles dabei rauskommt. Zum Beispiel Free Wesley Snipes wegen Steuerhinterziehung. Ähm, also das ist einfach so ein Ding, wo man sagt,
mehr originell und mehr eigen geht eigentlich fast gar nicht. Und das ist auf jeden Fall mega gut. Kam dieses Jahr im Sommer raus und es war irgendwie mega Spaß, da mit ihm da irgendwie am Flachfest rumzuhängen und dann irgendwie den Kram zu verkaufen. Was noch gut ist, also wo ich großer Fan bin davon, das ist das Effort Fanzine von Kalle und Ulf aus Schweden kommt es. Das ist jetzt die Ausgabe 3. Es gibt noch, also das ist die letzte richtige reguläre Ausgabe und es gibt noch eine React-Ausgabe zum letzten React Showcase, wo es aber eigentlich hauptsächlich eine Foto-Issue ist und so. Aber die haben auf jeden Fall, denke ich, in Europa, ich glaube das erste kam so 2009 oder so raus, die haben definitiv in Europa so ein bisschen so für Scenes eigentlich, man merkt so, die haben eigentlich mit dem Ding, wie sie das gemacht haben, haben sie eigentlich so alle anderen Leute, die Scenes machen, irgendwie auch visuell beeinflusst, also wie so ein Ding auszusehen hat und so. Das ist definitiv cool. Ja, und das Some Will Never Know von Pim zum Beispiel fand ich auch ziemlich gut. Das war also auch so ein Ding, wo man sagt, mega fettes Scene. Und ja, letztlich kommt sowas in der Richtung ist immer gut. Ich höre schon also auch viel Nicht-Hardcore-Zeug, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das sind diese oder jene Platten finde ich super mega über top oder so. So Sachen, die ich halt immer wieder hören kann, ist definitiv so Arcade Fire. Die finde ich echt richtig gut. Ähm, was ich was ich jetzt vor kurzem oder eine Zeit lang gehört habe, war irgendwie Agnes Obel, so heißt sie, glaube ich. Das, das ist so ganz ruhige Musik, wo eine Frau mit Klavier singt. Das fand ich irgendwie mega gut. Für mich persönlich ist halt die Rollins Band halt eigentlich so eine der Bands, die ich mir immer noch anhören kann. Also die habe ich mit 14, 15 gehört und die kann ich mir jetzt rausziehen und finde die immer noch gut. Also insofern sind vielleicht so 3 so Sachen, aber es gibt keine Top-Liste in dem Sinn, wo ich sage, oh ja, die Platte unbedingt. Ich esse sehr gerne. Also insofern koche ich da des Öfteren gerne und viel. Ja, ich hänge gerne mit meiner Freundin ab. Das ist mit der ich mich super verstehe und mit der ich am liebsten nur mit ihr Zeit verbringe in erster Linie, weil es eigentlich immer so, ich weiß gar nicht, das ist so die Person, die mich in meinem ganzen Leben am wenigsten aufregt. Und ähm, ja, und letztlich so, ich geh gern laufen. Also ich versuche mich da einigermaßen so ein bisschen fit zu halten, soweit es halt möglich ist. Ja, und lesen tue ich halt mega gerne. Yoga habe ich letztes Jahr so für mich entdeckt. Das ist irgendwie ganz gut. Wenn man dann so ein bisschen älter wird und dann knarzt alles so ein bisschen, dann ist das so ein ganz guter Ausgleich. Jetzt so im Frühjahr stehen also es stehen im Moment schon 2 Shows fest. Das ist also am 14.02. ist es Inherit aus England. Das ist eine Straightish Band, wo Leute von Never Again spielen, wo Adam Malik, der bei Pain on Steep aus Polen singt und den ich auch schon seit langem kenne. Und Leute, die bei Cold Snap gespielt haben. Also als so ein bisschen alt gedient, beziehungsweise halt eigentlich die so ein bisschen schon länger sich damit mit Hardcore-Kram eigentlich zu tun haben und insofern ist das ganz cool. Das ist eine Proberäume in der Dianastraße, da probieren wir was Neues aus. Die Jungs von Vengeance haben mich da so, mir da ermöglicht, dass wir da eine Show machen drin. Und ja, was noch ansteht, ist Sectarian Violence, das ist am 1.4., also am 1. April. Und ja, das ist erstmal, das ist so eine Band, wo, lass mal überlegen, 2 Leute von Never Again spielen. Drei von Never Again, Sänger von Coke Bust und Staffan Snitting vom Law and Order Fanzine und von Stay Hungry, die spielen da, haben da irgendwie sich so eine, die sind halt gut befreundet und machen halt jetzt eine Eurotour, nachdem sie irgendwie, glaube ich, im Herbst in England gespielt haben. Und wie gesagt, also ich denke im Sommer will ich einen Heat machen, aber vorher will ich das Lauf-Fanzine noch rausbringen, wo ich schon viel zu lange drüber rede und irgendwie mal in die Pushen kommen muss. Genau. Das denke ich ist so, was man jetzt so outputmäßig erwarten kann.